Das 912 Magazin. Alles rund um den Ur-12. Liebe Porsche 912 Freunde, herzlich willkommen zum ersten 912 Magazin. Alles rund um den Ur-12er. Boss TV bringt in diesem neuen Format in lockerer Reihenfolge Interessantes aus der 912-Szene und wir starten in diesem ersten Magazin mit einem Bericht vom Season Closing im Lenkwerk Bielefeld. Dort war die 912 Group Ur-12er mit 8 Autos vertreten. Wir trafen neue Mitglieder. Das Porsche Live Magazin berichtet über das 912 Event des Jahres schlechthin, nämlich unser Porsche Ur-12er Treffen im Norden. Und außerdem ein Fan, der vor 5 Jahren seinen Ur-12er verkauft hat und dieses heute bitter bereut. Ganz zum Schluss gebe ich euch noch einen 912-Tipp, der sehr, sehr wichtig ist. Hallo, ich bin Kerstin vom Lenkwerk und ihr seht Post TV. Ja, die Chefin hat ja immer gesagt, das Lenkwerk hat immer das beste Wetter. Heute hat es leider nicht ganz so geklappt, aber trotzdem, die echten Fans sind gekommen. Ja, wir haben heute nicht das ganz tollste Wetter erwischt, aber auf jeden Fall echt toll, dass die 12er Group wieder hier trotz des Wetters am Start ist. Das ist wirklich super toll. Ich denke aber, nach diesem super Sommer können wir das auch ein kleines bisschen verschmerzen und ich denke, das ist für die eine oder andere Ecke auch ganz gut, dass wir vielleicht auch den ein oder anderen Tropfen Regen kriegen. Und die Autos, die Porsches, die sind ja für jedes Wetter gemacht und somit auch im Regen natürlich perfekt geeignet und ja, toll, dass ihr da seid. Marc Sturm hat natürlich völlig recht, ein Porsche 912 kann auch bei Regenwetter fahren. Trotzdem zogen es an diesem Tage viele 912-Fahrer und die meisten anderen Oldtimer-Besitzer vor, ihre automobilen Schätze in der Garage zu lassen. Aber egal, hier im Lenkwerk in Bielefeld gibt es die große Halle und da hat man auch bei schlechtem Wetter immer Gelegenheit, interessante Leute zu treffen, zum Beispiel Lello und Christian vom offiziellen Porsche Club Westfalen. Hier am Lenkwerk begrüßen wir die 912 Group Ur-12er vom ältesten Porsche Club der Welt, Porsche Club Westfalen. Jawohl. Das heißt also nicht nur von Deutschland, sondern ihr seid tatsächlich der älteste Club der Welt. Ja, die Nummer 1. Ja, hammermäßig. 52 gegründet. Dann grüßt euch das Porsche 912 Register Germany natürlich recht herzlich zurück. Dankeschön. Auch bei diesem Event trafen wir im Lenkwerk wieder einmal neue Mitglieder aus der Gruppe, mit denen wir bislang nur über die sozialen Medien Kontakt hatten. So ein persönliches Kennenlernen ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Von Angesicht zu Angesicht ist immer äußerst spannend. Und natürlich müssen diese Members dann auch mittlerweile traditionsgemäß auf unserem 912 Action Banner signieren. Ja, und dann wird es ab und zu etwas zäh. Wenn die Kamera läuft, möchte der ein oder die andere lieber mehr im Hintergrund bleiben. Da muss der Regisseur manchmal Anweisungen geben. Aber am Ende hat es doch den meisten einen riesen Spaß gemacht. Heute haben wir die Ehre, den weitesten Anfahrtweg zu prämieren, und zwar aus Neuseeland, Andrew and Claudia. Und ciao. Der Nachwuchs muss auch gefördert werden. So, prima. Vielen Dank, toll gesagt. Ja. Und jetzt haben wir noch jemanden, Stefan Linke, bitte, aus Deutschland. Ja, Be Cool Drive 4. Ich danke euch und zwar von der Porsche 912 Group Ur-12er. Wann ist es soweit bei dir, Elvis? Ich schätze mal nächstes Jahr. Ja? Auf jeden Dem nicht Fall. beim Wort. Alles klar. Wir Zeugen sein. Ja. Juhu! Die neue Porsche-Szene und wir sind drin. Das größte Highlight der Ur-12er in diesem Jahr 2017 war sicherlich Ende Juli das Nordtreffen am Prototyp-Museum in Hamburg.
Bereits auf der Bremen Classic Motor Show Anfang des Jahres hatte ich Gelegenheit, mit Peter Keller von der Porsche-Szene live über einen Bericht im Magazin zu sprechen. Wir von der Porsche 912 Group, wir haben einen Termin im Prototyp-Museum in Hamburg. Ja. Bist du da schon mal gewesen? Nein, leider nicht. Wäre das eine Möglichkeit, das mal mit einem kleinen Artikel mit der Porsche-Szene zusammen Na klar, wenn du dahin fährst und nimmst ein Fotoapparat noch mit und machst mir ein paar Bilder, Ja. dann mache ich da gerne mal eine halbe Seite oder eine Seite, kein Problem. Ja, und die Porsche-Szene hatte tatsächlich Wort gehalten. Eine komplette Doppelseite mit Bericht und Fotos vom Nordtreffen sowie ein Action-Banner-Foto in einem zweiten Bericht vom Porsche-Treffen in Bergkamen, wo Mitglieder der 912 Group ebenfalls die Fahne für die Ur-12er hochgehalten haben. Danke an Peter Keller und die Porsche-Szene live. Ja, hallo, erstmal hier. Schöne Grüße aus dem Lenkwerk. Wir sind heute in Bielefeld und ich bin mit meiner Firma hier, und zwar PS Fotowerk, und wir fotografieren alles das, was Sie lieben. Und was liebt man nicht mehr als ein Auto? Neben seiner Frau natürlich. Aber es sind gerade bei den Männern doch die Fahrzeuge, die wir sehr ins Herz geschlossen haben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selber auch einen 912er gefahren habe. Leider gefahren habe, muss ich sagen, weil ich den Wagen vor 15 Jahren gekauft habe. Und da war das Thema 912er noch nicht ganz so ausgereift wie heute, wo man da sagte, ein richtiger Porsche, der hat die 11 hinten und nicht die 12. Und da hat sich einiges geändert, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich habe den Wagen leider vor 5 Jahren verkauft, merke jetzt erst, welchen großen Fehler ich gemacht habe, weil ich merke, dass die Fahrzeuge mittlerweile so durch die Decke gehen. Also nicht nur preislich, sondern auch, sag ich mal, von den Emotionen und vom Gefühl her. 356er Maschine, 4 Zylinder, ich sag mal, nicht schlechter als ein 6-Zylinder unbedingt. Nicht so anfällig. Und ich habe mein Fahrzeug gefahren 10 Jahre lang und ich bin mit dem Fahrzeug immer durch den TÜV gekommen, ohne was zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Also mit welchem Fahrzeug geht das? Hatte vorher, muss ich sagen, immer Mercedes gefahren, hatte einen 220 SEB Coupé und die waren anfällig. Und diese Fahrzeuge riechen muffig und Porsche riecht nach Sprit, so wie ein Auto riechen muss. Und schöner Boxermotor ist vom Klang super. Und deswegen sage ich, schöne Grüße auch von dem Porsche 912er Club. Ur-12er heißen die sind heute mit sehr vielen Leuten hier angereist. Und da stehen ein Fahrzeug schöner als das andere. Ein Lieblingsfahrzeug habe ich mir rausgesucht, verrate an dieser Stelle aber nicht, welches Fahrzeug, weil dann verscherzt es mir mit den anderen Fahrzeugliebhabern hier. Aber ist schon imposant zu sehen, wenn dann so 912er alle nebeneinander stehen. Ganz toll in allen Farbschattierungen, vom Interieur, von Pepita über Leder, alles dabei. Und ja, ich werde da öfters mal jetzt vorbeischauen und mir die Fahrzeuge anschauen. Und vielleicht dürfen wir auch mal ein Fahrzeug fotografieren. Würde mich freuen. Also, schöne Grüße aus Bielefeld und schönen Tag. So, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wer Stahlfelgen fährt oder auch die Fuchsräder, so wie ich, guckt mal bei eurem Nabendeckel, ob die Spitze des Porsche-Wappens genau in Richtung Ventil zeigt. Das ist nämlich das i-Tüpfelchen und ganz, ganz wichtig. Das 912 Magazin. Alles rund um den Ur-12er.